Wahnsinn, Alter, was ein Video das wird. Halleluja. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Anhand der Anzahl an Uhren, die hier vor mir liegt, könnt ihr sicherlich schon erahnen, es ist wieder soweit. Der neue Drop steht vor der Tür. Heute ist es soweit, das heißt, geht gerne auf meinen Chrono24-Link auf Instagram und Co., wo ihr die Uhren alle sehen könnt. Ich werde sie euch jetzt peu à peu präsentieren. Es sind wirklich einige extrem besondere Uhren dabei, auf die ich mich schon seit teilweise Wochen freue und die ich euch jetzt wirklich sehr, sehr stolz präsentieren kann. Viel Spaß beim Video! Natürlich liegt der Fokus wieder auf Cartier, ihr könnt es euch bei mir sicherlich vorstellen, aber diesmal haben sich auch einige Modelle anderer Marken eingeschlichen. Da ist es tatsächlich sehr, sehr viel Piaget, aber selbst eine Ebel ist in dem Drop dabei. Finde ich eigentlich eine total schöne Marke, über die keiner mehr redet, die ja auch viel zusammen mit Cartier gemacht hat. Entsprechend ist die Nähe wohl nicht zu bezweifeln. Entsprechend, wie gesagt, diesmal ein paar mehr Uhren anderer Marken. Sogar eine Rolex ist mal wieder dabei. Auch das ist ja bei mir nicht selbstverständlich, aber eine ganz besondere. Das muss man schon so sagen. Also keine F für Datejust. Aber fangen wir doch einfach mal an. Ich zeige euch die Uhren. Und bei der breiten Auswahl, die hier so vor uns liegt, macht es, finde ich, Sinn, links anzufangen und sich dann einfach einmal durchzuarbeiten. Zu meiner Linken direkt was schon sehr Besonderes, wie ich finde. Eine tolle Piaget mit Onyx-Style. Ich nehme sie mal raus aus der Box. In dem Fall tatsächlich nicht nur irgendwie Onyx-Style in ja, schönem Zustand, sondern wirklich eine unfassbar saubere Piaget-Referenz 9742. Ist wirklich eine tolle Uhr, gerade dieses tiefschwarze Ziffernblatt macht sie aus und man muss sagen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, New Old Stock ist ja immer ein Kampfbegriff, wie ihr wisst, aber sie ist schon relativ nah dran an dem, was wir New Old Stock nennen würden. Die Uhr ist meiner Einschätzung nach kaum bis gar nicht getragen worden. Wir haben ein perfektes Ziffernblatt, wir haben leicht angelaufene, aber perfekte Zeiger und selbst das Gehäuse, und ich meine, es ist 18K Gelbgold, das ist ein sehr weiches Material, sieht schon noch sehr, sehr gut aus und hat keine bis kaum Microswirls. Bedeutet, wie gesagt, ich möchte mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, würde dieser Uhr aber schon das Attribut Near New Old Stock verleihen. Die Uhr kommt außerdem natürlich auch mit dem originalen Band, klar, und der originalen vollgoldenen Piaget Dornschließe, aber auch im Fullset. Leider, das ist bei Piaget ähnlich wie bei Cartier, auch hier nicht ausgefüllt. Also Piaget ist ja schon auch, ich sträube mich immer dagegen zu sagen, Piaget sei irgendwie das nächste Cartier, das finde ich falsch. Aber es gibt ja schon gewisse Ähnlichkeiten, gerade innerhalb der Käuferschaft, damals so wie heute. Und ich glaube, das war bei Piaget genau wie bei Cartier. Die Leute haben die Uhr gekauft, sich ums Handgelenk gewickelt und wollten einfach in Ruhe gelassen werden. Und da hat damals, ich meine, heute ist das was anderes, da wird ja jeder sofort auf die Barrikaden gehen, wenn man bei einer neuen Rolex irgendwie keine Garantiekarte bekäme. Damals war das einfach was anderes und das muss man entsprechend dann einfach so considern. Ich möchte direkt weitermachen und euch eines der absoluten Highlights dieses Drops präsentieren. Ein Highlight, was tatsächlich auch diesmal wieder schon pre-Drop verkauft wurde. Das bedeutet, diese Uhr ist nicht mehr verfügbar. Wir reden von einer Or Massif. So, Or Massif muss ich euch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr erklären. Cartier Santos in Massivgold. So, gibt es ja Carré und Galbi, hier haben wir eine Carré. Und so selten die klassische gelb-goldene Cartier Santos Carré Or Massif schon ist, ich meine, ich als wirklich jemand, der ja wirklich seinen Fokus auf Cartier legt, habe ja erst ganz, ganz wenige ankaufen und entsprechend auch verkaufen dürfen. So kann es aber auch noch seltener werden. Und genau das habe ich mit dieser Uhr geschafft. Wir reden von der sogenannten Deux Or. Deux Or ist euch sicherlich ein Begriff. Ich hatte schon mal eine Trianon zum Beispiel als Deux Or, die übrigens auch immer noch verfügbar ist. Bedeutet, aus dem Französischen übersetzt, 2 Gold. Und das kommt daher, dass diese Uhr nicht nur in Gelbgold, sondern auch in Weißgold gefertigt ist. Wir haben, und das ist an Seltenheit kaum zu übertreffen, ein Weißgold-Gelbgold Cartier Santos Or Massif Modell mit in der Konfiguration weißgoldener Lünette und weißgoldenen Schrauben auf dem Band und den Rest gefertigt in
Gelbgold. Es gibt auch noch eine andere Variante, da weiß man tatsächlich aktuell ebenso nur von einer, mit sich abwechselnden Bandelementen, auch sehr, sehr spannend. Da ist es dann so, du hast eine Weißgold-Lünette, Gelbgold-Gehäuse und dann Weißgold-Bandelement, Gelbgold-Bandelement, Weißgold-Bandelement etc. Hier haben wir das Modell, was ich persönlich sogar fast ein Stück ästhetischer finde, mit den weißgoldenen Schrauben und der weißgoldenen Lünette. Lustigerweise ist es bei der Uhr tatsächlich so, in zum Beispiel gelblichem Licht erkennt man das gar nicht sofort. Und wenn dann aber zum Beispiel die Sonne, die ja doch sehr starkes Licht ist, oder auch künstliches Licht die Uhr trifft, dann merkt man sofort, wow, okay, hier ist was anders, als es normalerweise wäre. Ganz, ganz spannende Uhr. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, sie euch zeigen zu dürfen, auch wenn sie schon verkauft ist. Und die Krönung des Ganzen ist, dass es sich bei der Uhr dann auch noch um ein Fullset handelt. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Die Provenienz der Uhr ist ebenso klar. Das ist auch immer ganz schön, wenn man zumindest recht gut nachvollziehen kann, welchen Weg diese Uhr gegangen ist. Die zum Beispiel kommt aus Skandinavien und hat es dann erst vor kurzem nach Deutschland geschafft. Und ja, das ist wirklich ein absolutes Highlight und ich bin ultra, ultra stolz, euch die präsentieren zu dürfen. Machen wir mal weiter mit zwei Uhren, die ich so ein bisschen abfrühstücken kann. Nicht, dass sie weniger schön oder besonders seien, aber in Sachen Seltenheit sind sie natürlich schon ein Stück weniger relevant als jetzt die Dessor. Wir haben zum einen eine wunderschöne Master Cartier Tank. Ich meine, kein Drop ohne Master Cartier Tanks bei mir. In dem Fall die wahrscheinlich beliebteste Variante mit dem Cream Dial im Fullset und sogar noch mit einem Original Cartier Band und Dornschließe. Also eine grundsolide und wirklich schöne Master Cartier Tank, die sich für jeden Anlass eignet. Also gerade nach dem letzten Drop habe ich wieder einige verkaufen dürfen und ich finde es echt immer schön, wie versatile die getragen wird, wie viele Leute die casual tragen, dann vielleicht aber doch auch teilweise für Hochzeiten und so sich kaufen. Also das ist eine Uhr, die schon sehr, sehr viel kann und ich freue mich immer, die präsentieren zu dürfen. Lustigerweise gilt das Gleiche für diese Uhr hier. Wir haben eine Cartier Santos Galbi, den Unterschied muss ich euch glaube ich nicht mehr erklären, als Damenvariante in Stahlgold mit, und das macht diese Uhr aus, diesem wunderschönen grauen Ziffernblatt. Alle reden ja in den letzten Monaten von dem Gunmetal oder dem Ghost Style in der Carré und das ist sozusagen the closest you get zu der Ghost in einer Galbi. Finde ich, wie gesagt, eine total schöne Variante mit den aufgesetzten goldenen Indizes. Wirkt übrigens auch recht schmuckig, ohne allzu klassisch zu sein. Also gerade wenn man so ein bisschen dieses klassische Design der Santos durchbrechen möchte, finde ich, ist das eine super tolle Uhr. Ihr kennt mich mittlerweile, ich würde die auch selbst tragen. Ich finde 24 ist eine Größe, die man als Herr sicherlich tragen kann. Aber ich verstehe, dass die wahrscheinlich eher an meine weiblichen Kundinnen und eventuell auch Zuschauerinnen gerichtet sein wird. Aber kommen wir direkt zu dem nächsten Highlight. Wieder eine ganz, ganz besondere Uhr, wieder einer Cartier, wieder einer Santos und wieder eine Or Massif, aber tatsächlich eine, die ich so noch nie hatte. Wie gesagt, mittlerweile, gut, die Dessor hatte ich so auch noch nie, aber mittlerweile seid ihr es ja fast schon gewohnt, hier bei mir eine Or Massif im Drop zu sehen. In dem Fall reden wir aber nicht von irgendeiner Or Massif, sondern wir reden von der Or Massif Mondphase. Ich finde ja generell, dass die Mondphase eine Komplikation ist, die irgendwie zu Cartier passt. Cartier als eine Marke, die sich doch darauf fokussiert, die Uhren auch als Schmuck darzustellen, finde ich, funktioniert immer gut mit romantisierten Komplikationen. Und ganz ehrlich, kein Mensch braucht mehr eine Mondphase. Es geht nur um die Ästhetik und die passt, finde ich, zu dem Vollgoldmodell auch nochmal deutlich besser als zu dem Stahlgoldmodell. Nicht, dass ich sie nicht da auch schön fände. Und hier entsprechend ein Vollgoldmodell als Mondphase zu haben, das ist schon was ganz Besonderes. Was macht die Uhr noch besser als das ohnehin schon? Wir haben natürlich eine unpolierte Uhr, ein unpoliertes Gehäuse in wirklich schönem Zustand. Die Uhr wurde getragen, keine Frage. Gerade bei Gold sieht man das natürlich auch schneller, aber wenig. Also die Uhr erzählt eine Geschichte von einer wirklich gepflegten und nur behutsam getragenen Uhr. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und wir haben zwei ganz besondere Accessoires. Haben wir hier übrigens auch. Wir haben zum einen die korrekte Box und das ist nicht selbstverständlich, denn bei den Or Massif Modellen wurde, wenn denn der Konzessionär damals aufgepasst und mitgedacht hat, die Uhr mit dieser Or Massif Box ausgeliefert. Prinzipiell ist es die klassische Klappbox von Cartier für die Santos-Modelle. In dem Fall haben wir aber eine mit der Or Massif Plakette. Bei der Dessor ist es tatsächlich eine klassische Or Massif Santos Or Massif Plakette. Bei der Quartz Santos ist es immer die Quartz in Gold. Finde ich übrigens auch ganz schön, also diese Plakette, ästhetisch zum einen und zum anderen, weil es auch eine Geschichte erzählt und die Leute so ein bisschen daran sich erinnern lässt, dass es eine Zeit gab, in der Quarz was Besonderes war, in der die Hersteller bewusst damit geworben haben, eine Quarzuhr zu machen. Ich meine, heutzutage gibt es ja doch nicht wenige Leute, die
ja, Quarz so ein bisschen runterreden. Und wenn man sich aber überlegt, dass Ende der 70er und dann bis in die späten 80er Jahre hinein Quarz eigentlich der neue heiße Scheiß war, das neue Produkt war, was jeder wollte, dann finde ich, muss man das auch als genau solches verstehen und respektieren. Und ich finde es eine ganz irgendwie romantische Geschichte, dass damals sogar auf die Goldplakette eben dieses Quarz eingraviert wurde, weil der Hersteller bei Cartier sich damit sogar gebrüstet hat. Außerdem ist es so, und das macht die Uhr auch nicht weniger besonders, dass sogar noch der Setting-Pin dabei ist. Denn das Datum bei der Uhr wird über einen Drücker im Gehäuse gestellt. Und dafür gab es von Cartier, ich nehme den mal raus, dafür gab es von Cartier so einen schönen kleinen Setting-Pin, auch goldfarben, mit dem man dann ganz schön diesen Drücker betätigen konnte und somit das Datum stellen. Finde ich eine schöne Sache, dass dieses kleine Element, dieses kleine Teil den Zahn der Zeit irgendwie überlebt hat. Bevor ich euch jetzt von Highlight zu Highlight weiterführe, nochmal zwei weitere Master Cartier Tanks, in dem Fall auch zwei sehr, sehr schöne Modelle. Zur Linken haben wir ein Onyx-Style-Modell. Ihr wisst mittlerweile, Onyx-Style bedeutet in dem Fall tatsächlich einfach nur, dass es ein lackiertes, schwarz lackiertes Ziffernblatt ist, was aber dem Onyx-Stein so ähnlich sieht, dass man es ohne das Ziffernblatt auszubauen im Prinzip gar nicht sehen kann. Das Ziffernblatt ist wunderschön gealtert, hat so ein leichtes Spidering, aber noch in einer ästhetischen Art und Weise. Oft wird es ja sehr stark und dann verfärbt sich das Blatt so ein bisschen, das haben wir gar nicht. Also wir haben nur so kleine, schöne Spiderwebs eben auf dem Ziffernblatt. Und die andere ist, ihr wisst, das ist meine Lieblings-Master Cartier Tank, eine Breguet-Dial-Variante. Wenn ich so eine finde, dann kann ich kaum widerstehen, sie zu kaufen. So war es auch hier. Entsprechend habe ich zugeschlagen. Die Uhr kommt tatsächlich aus deutschem Erstbesitz. Leider sind die Originalpapiere verloren gegangen, aber alles andere ist dabei. Das bedeutet Booklets, eine Rechnung von einem Juwelier von vor gar nicht allzu langer Zeit und so weiter. Das heißt, da ist sogar noch ein schönes Set dabei, Box, wie ihr seht, auch. Und das finde ich, wertet die Uhr schon nochmal um einiges auf. Natürlich auch mit Fallschließer und einem richtig, richtig schönen burgundifarbenen neuen Lederband. Aber kommen wir zum nächsten Highlight. Ihr merkt, in dem Drop jagt, und das ist tatsächlich so ein Highlight, das nächste. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Dichte an Uhren, wo ich sage, also das waren jetzt wirklich ganz klassische Highlights. Und zwar eine Cartier aus der Louis Cartier Kollektion. Ihr könnt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören von mir. Aber ihr wisst, ich liebe diese Kollektion, ich liebe die Designsprache, die Cartier innerhalb dieser hatte. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Kollektion jetzt hier damit krönen würde, aber es ist schon relativ nah dran. Wir reden von einem Modell, was an und für sich erstmal noch gar nicht so bekannt ist, und zwar der Riviera. Was ist die Riviera? Was kann die Riviera? Die Riviera ist an und für sich eine relativ konservative Cartier. Wir haben ein rundes Gehäuse, wir haben von dem Gehäuse integriert ablaufende Hörner, sehr, sehr schön gemacht. Ich meine, ihr kennt den Sinn für Ästhetik von Cartier. Wir haben natürlich auch die klassische Krone mit dem blauen Cabochon und auch hier natürlich ein Peristyle, ein Untouched Peristyle. Was macht diese Uhr aber noch viel besser? Im Übrigen Frédéric Piguet 21, also auch ultra thin. Was macht diese Uhr jetzt aber besser als irgendeine dahergelaufene Riviera? Wir reden von einer Riviera am Grain de Riz. Grain de Riz wird wenigen von euch ein Begriff sein. Wahrscheinlich ist Beads of Rice oder Reiskornband das, was ihr eher kennt. Als solches gibt es das ja auch von Heuer, von Omega, von Longines und so weiter. Cartier hat das, meiner subjektiven Meinung nach, ihr wisst, ich bin aber auch Purist und Liebhaber der Marke, auf die Spitze getrieben und hat das, ich möchte eigentlich sagen, das perfekte Reiskornband, Grain de Riz Band gefertigt, und in dem Fall ist es an dieser Riviera verbaut. Finde ich wunderschön. Es elevated diese sonst eher konservative Uhr zu was ganz, ganz Besonderem. Die Tatsache, dass die Uhr de facto ungetragen und im Fullset ist, macht das Ganze natürlich nicht schlechter, sondern eher im Gegenteil. Und ein weiterer spannender Faktor ist, dass das Band extrem lang ist. Also das Band passt mir locker, und ich habe ungefähr 18er Handgelenke. Das bedeutet, das Band wird sicherlich auf, sagen wir mal, 18,5, vielleicht sogar 19 passen. Und wer sich schon mal mit dem Grain de Riz von Cartier beschäftigt hat, der weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn dafür Bandelemente zu bekommen, ist die absolute Hölle. Und ich habe teilweise schon Uhren, Cartier-Uhren am Grain de Riz nicht gekauft, weil das Band zu kurz war. Und ich gesagt habe, im Leben bekomme ich für dieses Band keine Bandelemente. In dem Fall also eine Uhr mit 18 oder eher 18,5 bis 19er Band zu haben, das ist schon was ganz, ganz Besonderes, weil ich weiß, die wird jedem von euch im Zweifel passen. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die 32 mm, die das Gehäuse dieser Uhr hat, sonst im Zweifel wahrscheinlich eine Mühe zu klein wären, wobei ich ja immer, wie ihr wisst, für kleine Uhren plädiere.
Jetzt wandern wir mal rüber auf die rechte Seite und meine rechte Seite. Und bevor ich mich den Uhren in der Box widme, wo wieder einige wahnsinnig besondere Uhren dabei sind, fange ich mal mit den Uhren an, die hier noch um die Box rumdrapiert sind. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, in diesem Job finden auch einige andere Marken Platz, unter anderem Piaget. Und da machen wir direkt weiter mit der Uhr der Stunde, der Uhr der Woche und der Uhr des Monats, möchte ich sagen, der Piaget Polo. Ihr werdet sicherlich alle mitbekommen haben, Piaget hat dieses Jahr, ich glaube 150-jähriges Jubiläum ist es, also ein gerades Jubiläum, ich könnte schwören, dass es 150-jähriges ist. Und in diesem Atemzug wurden, bzw. werden vermutlich auch, einige historische Modelle neu aufgelegt. Und das erste von denen war das wahrscheinlich relevanteste Modell von Piaget, nämlich die Polo. Ihr kennt die Polo vielleicht, es ist die Erfolgsuhr, eigentlich möchte ich sagen, der späten 70er und frühen 80er Jahre. Die Uhr hatte damals einen Listenpreis jenseits von Gut und Böse. Die Uhr ist ausschließlich in Vollgold gefertigt worden. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch eine alte Werbeanzeige zur Polo kaufen dürfen, in der Piaget sich damals damit gerühmt hat, dass sie noch nie eine Uhr in Stahl gebaut haben, beziehungsweise dass sie aktuell keine Uhren in Stahl bauen und das auch nicht vorhaben. Und die Polo ist dann natürlich bezeichnend. In dem Fall haben wir auch noch eine wirklich besondere Variante. Und zwar, auch hier ist aber bei Piaget nicht ganz so selten wie bei Cartier, muss man sagen, eine Deux Or. Also Piaget hat das nie so genannt, aber ich nenne es jetzt einfach so. Das heißt, wir haben einen Vollgold-Korpus, einen Vollgold-Gehäuse-Kern und auch Vollgold mittellinks und diese Gudruns heißen sie, glaube ich. Da hat ja noch der Tony Trainer vor nicht allzu langer Zeit einen ganz, ganz spannenden Artikel drüber geschrieben. Das bedeutet, diese Zwischenelemente, die sind dann in Weißgold gefertigt. Gleiches gilt auch fürs Ziffernblatt, das ist ja von diesen Zwischenelementen ebenso unterbrochen, auch das in Weißgold. Und wir haben, ich finde, das ist eine ganz schöne sozusagen Parallele hier zur Mondphase, wir haben auch hier wieder eine Quarzuhr, die sich auf dem Ziffernblatt damit rühmt, ein Quarzwerk zu haben. Das muss man sich mal überlegen. Also diese Uhr stammt aus einer Zeit, in der ein Quarzwerk das höchste Mögliche war. Ich meine, vergleichen wir das mal mit einem Elektroauto. Ich meine, heute können und wollen wir uns das noch alle nicht so wirklich vorstellen, aber es gab eine Zeit bei Quarzuhren, wo das der neue heiße Scheiß war und jeder eine Quarzuhr wollte. Und gerade fühlt sich das ja so mit den Elektroautos an. Jeder will irgendwie jetzt einen Tesla fahren. Wie das in 20 Jahren ist, lasse ich mal so stehen, aber aktuell will das jeder und auch in 20 Jahren wird man dazu sagen, das war halt damals toll und deswegen sollte man das aber nicht verbannen, sondern sollte es in der Perspektive sehen, die man damals eingenommen hat, wenn man sich so eine Uhr gekauft hat. Und das finde ich wirklich eine schöne Sache. Zur Uhr itself nochmal, sie ist nicht ungetragen, sie wurde getragen, aber sie ist unpoliert, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil auch bei der Polo ist es so, diese Politur und Bürstung, diese Mischung aus Politur und Bürstung, wie wir sie von Cartier kennen, macht meiner Meinung nach die Uhr. Also wenn diese Uhr jetzt hochglanzpoliert wäre zum Beispiel, sähe die nach nichts aus. Es ist dieses Zusammenspiel aus gebürsteten, in dem Fall quer gebürsteten und polierten Flächen, gerade auch wenn man dann Richtung Gehäuse und Ziffernblatt schaut. Daneben eine weitere Uhr, die nicht von Cartier ist, Wahnsinn, oder? 2 Uhren nicht von Cartier nacheinander. Und zwar eine Ebel Voyager. Ich habe die Uhr mehr oder weniger zufällig gefunden. Ich hatte gar nicht vor, sie zu kaufen. Und dann saß ich da und habe sie anprobiert und war so, boah, also es ist, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht mein Stil von Uhr eigentlich, aber Spaß macht sie mir trotzdem. Und dieses geschwungene Gehäuse, das muss man ja schon sagen, also das Gehäuse hat keine Ecken und Kanten, gepaart mit diesem doch sehr nützlichen quasi Teil des Ziffernblatts und der Lünette, der diese World-Time-Funktion anzeigt, das fand ich schon ganz spannend. Das war übrigens auch meine erste World-Timer, die ich mir mal so wirklich angeguckt habe. Entsprechend habe ich erstmal ein bisschen gebraucht herauszufinden, wie das überhaupt alles geht und wie man da die Zeit abliest. Aber als es dann soweit war, habe ich es verstanden und muss sagen, ich fand es ziemlich cool. Und wenn man sich überlegt, in was für einer Preiskategorie diese Uhren aktuell sind, also die Uhr kostet weniger als eine Mast, der Cartier Tank, dann finde ich, hat Ebel schon eine immense Daseinsberechtigung und wie gesagt, die Nähe zu Cartier ist nicht zu leugnen. Also viele Kaliber wurden zusammen produziert, zum Beispiel das Kaliber 81, beziehungsweise wurde sich geteilt. Selbst so Sachen wie Kronendichtungen und Co. sind regelmäßig identisch. Das bedeutet, wir haben eine Uhr, die in der Qualität, finde ich, Cartier nicht
irgendwie weit hinterher wäre, die aber noch einen Bruchteil dessen kostet. Also man stelle sich vor, Cartier hätte eine Stahlgold Worldtimer gebaut, gab es so nicht, Gott sei Dank, weil das wäre jetzt bei weitem nicht Cartiers Designsprache. Man stelle sich das vor, die Uhr wäre heute ein Vermögen wert. Und zwar auch wenn es die öfter gegeben hätte. In dem Fall reden wir halt, wie gesagt, von einer Summe knapp unterhalb der 2000 Euro. Und da finde ich, sollte man Ebel auf jeden Fall im Blick behalten. Prognostiziere ich ja schon seit einigen Wochen oder Monaten. Also ich glaube, dass Ebel jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht 24, vielleicht 25, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, es gibt ja schon einige treibende Kräfte innerhalb der Uhrenindustrie, die sich sehr viel Mühe geben, Ebel zu promoten. Ob das immer so gesund für die Marke ist, lasse ich jetzt auch mal so stehen. Aber ich finde, wenn man sich einfach mal den Kern des Ganzen anguckt, nämlich einfach, was ist es für eine Uhr und was kostet die gerade, dann bietet Ebel, und zwar nicht nur die Voyager, sondern auch über diese Kollektion der Voyager hinaus wirklich eine ganze Menge Bang per Buck. Und ich bin froh, euch hier jetzt mal eine erste präsentieren zu dürfen. Vielleicht kommen ja in Zukunft noch ein paar mehr. Daneben noch eine ganz, ganz besondere Uhr. Vor einem halben Jahr hätte ich mich da einen Ast gefreut, die zu haben. Mittlerweile, muss man sagen, hat sich ein bisschen normalisiert. Finde ich eigentlich immer schade bei den Uhren von mir, dass es, wenn man mal ein paar gehabt hat, irgendwie so, ja, so normal ist. Wobei ich sagen muss, die hat bei mir dann schon noch mal Interesse geweckt. Wir haben eine Ghost Dial Cartier Santos Octagon in Stahl. Und zwar einfach mal wieder eine richtig schön ehrliche Swiss-Only Dial, getragen, ich möchte so weit gehen zu sagen, wirklich stark getragen. Die Uhr sieht noch gut aus, versteht mich nicht falsch, sonst würde ich sie nicht verkaufen. Sie ist unpoliert und so weiter, aber die Uhr hat richtig was erlebt. So. Kriegt übrigens jetzt auch noch einen Service, bedeutet mal einfach eine ehrliche, schöne Ghost Dial Cartier Santos Octagon. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich plädiere ja immer dafür, dass die Leute sich die Octagon eher anschauen sollen. Wenn man sich überlegt, die zwei, die ich im vergangenen Job hatte, waren auch beide innerhalb von 1 oder 2 Wochen verkauft. Ich finde, die Leute schlafen so ein bisschen bei der Octagon, gerade wenn man sich das Preis-Leistungs-Gefüge anguckt, gemessen jetzt an der Cartier Santos Carré, der klassischen 2960-61. Und ich freue mich auch in dem Drop wieder eine dabei zu haben. Ich freue mich auch darüber, in dem Drop mal wieder eine klassische 187901 dabei zu haben. Da hatte ich ja im letzten Drop auch 2 von dabei. Die ist hier auf meiner rechten Seite. Wir reden wieder von einer richtig, richtig schönen unpolierten 187901. Ihr wisst mittlerweile, 187901 ist die erste Generation, die erste Referenz der Galbé, die ja 87 vorgestellt wurde. Wir haben einen schönen, ja, irgendwie mokkafarbenes Ziffernblatt, was richtig toll patiniert ist. Also es war mal Cream Dial, es war mal sehr creamy, das muss man schon sagen, und ist dann über die Jahre einfach in diesen Braunton rein patiniert, aber ganz ohne unangenehm zu werden. Also man kennt das auch oft, dass es sich so unevenly verteilt und dann hat man ja so eine unschöne Färbung. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Wir haben eine wirklich schöne, wie gesagt, mokkabraune Färbung des Ziffernblatts, unpoliertes Gehäuse und ein Fullset, ganz ehrlich, was will man mehr? Und eine Uhr fehlt noch, bevor wir jetzt zu dieser wunderschönen Box und dem Inhalt vor allem kommen. Und zwar noch eine Master Cartier Tank. Das ist jetzt auch leider die letzte in dem Drop. Wir haben ein Fullset, auch wieder aus deutschem Erstbesitz, übrigens vom gleichen Besitzer wie der von der Breguet Dial Variante. Diesmal, wie gesagt, ein komplettes Fullset, da sind die Papiere nicht verschlammt worden. Wir haben auch hier Faltschließe, neues Band, eine wirklich grundsolide Uhr und auch da noch einige Belege von etwaigen Uhrmachern dazu. Das heißt, die Uhr wurde über die Jahre auch gepflegt, selbstverständlich auch die Box. Und jetzt Trommelwirbel, worauf wir alle gewartet haben, den Inhalt dieser Box. Die Box ist egal, trotzdem schön, aber die Box spielt erstmal keine Rolle. Es geht um die Uhren. Und ich mache mal weiter, weil wir das Thema gerade hatten, mit den Santos-Modellen. Wir haben hier in der Box noch 3 weitere Santos-Modelle und es war ja klar, eine Carré oder mehrere Carrés müssen auch dabei sein. Was haben wir hier vorne? Wir haben eine 2961, eine wunderschöne Uhr. Das Lustige ist, ihr kennt sie sogar schon. Ich habe die vor einigen Monaten, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann das war, schon mal angeboten. Die Uhr war in New Old Stock Condition. Das heißt, wir hatten eine brandneue, ungetragene 2961. Man muss sagen, die Uhr wurde verkauft und der Kunde hat die Uhr getragen. Aber selten, vorsichtig und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ob sich verändernder Lebensumstände die Uhr nicht mehr passt und ich habe sie dann entsprechend zurückgenommen und biete sie euch jetzt wieder an. Die Uhr ist nicht mehr New Old Stock, das ist mir ganz wichtig jetzt zu erwähnen. Wie sollte sie auch
sein, nachdem sie getragen wurde. Aber sie hat ihre DNA nicht verloren. Sie hat, finde ich, den Zustand, der sie ausgemacht hat, nicht verloren. Wir haben trotzdem noch dieses perfekte, unpolierte Gehäuse. Wir haben super wenige Tragespuren und ich muss sagen, ich habe lange keine so gute 2961 mehr gesehen. Also im letzten Drop zum Beispiel, da waren ja, ich glaube, 2 dabei, die waren, obwohl sie tolle Uhren waren, bitte nicht falsch verstehen, nochmal in einer ganz anderen Liga nach unten hingerichtet als diese, beide unpoliert, und ich stehe immer dafür zu sagen, auch eine getragene Uhr hat eine Daseinsberechtigung, aber wenn man das mal mit einer wirklich wie neuen Uhr vergleicht, dann weiß man schon, was man daran hat, aber natürlich versteht auch, warum der Spaß mehr Geld kostet, muss man so ehrlich sagen. Machen wir direkt weiter mit einer weiteren Cartier Santos Carré, und zwar einer Burgundy Dial. Ich habe wieder eine auftun können und ich freue mich riesig drum. Man muss sagen, es ist auch eine sehr gute. Also die letzte war ja schon echt eine schicke, die war ja auch sehr schnell verkauft, ich glaube innerhalb von 2 Wochen oder sowas. Die ist wirklich, wirklich Bombe, die wir hier haben. Wir haben eine perfekte Lünette, also die hat, ich möchte jetzt nicht sagen, noch nie eine Politur gesehen, aber ich würde es fast behaupten. Wir haben ein super gutes Gehäuse, wir haben scharfe Kanten, wir haben ein super, super sauberes Ziffernblatt und die Uhr macht schon, muss man sagen, super, super viel Spaß. Gerade nachdem die Ghost Dials ja, wie gesagt, jetzt letztes Jahr so eine wirklich eine wahnsinnige Marketingkampagne hinter sich hatten und jeder eine wollte, finde ich es ganz erfrischend, dass jetzt die Burgundy-Modelle mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, und bin ganz stolz, euch eine vorstellen zu können. Daneben, ich hatte es gerade schon mal ganz kurz angeteasert, noch eine weitere Automatik Santos, aber in dem Fall eine Galbi. Kein Drop ohne eine 2319, das gehört ja mittlerweile eigentlich dazu, das ist ja ein Staple irgendwie. Wir haben eine ganz, ganz klassische, also wahrscheinlich die Variante der 2319, Stahl, also Stahlgehäuse und Band und Lünette. Silber bzw. weißes, guillochiertes Ziffernblatt und aufgesetzte römische Indizes. Ist ja immer so ein kleiner Streit, positiv behafteter Streit zwischen den Leuten, hey, mögen wir jetzt aufgemalte oder aufgesetzte Indizes lieber? Ich persönlich tendiere ja eher zu den aufgemalten, würde aber auch ehrlich gesagt die 2319 mit den aufgesetzten nicht von der Bettkante stoßen. Bedeutet, ich finde, es ist eine tolle Uhr, sehr ehrlich, unpoliert, aber eben getragen, und zwar stark getragen. Aber wie gesagt, ich votiere immer wieder dafür, auch solche Uhren haben ihre Daseinsberechtigung, und solange der Händler, in dem Fall ich, das dann im Preis sozusagen widerspiegelt, ist das auch absolut valide. Ich meine, es gibt immer einen Markt für Leute, die sagen, hey, wir wollen, let's say bei der Riviera, wir wollen eine perfekte, im perfekten Set mit irgendwie dem Grand Riss und wie auch immer, die auch entsprechend bereit sind, den Preis zu zahlen. Und es gibt, und das ist genauso richtig, die Leute, die sagen, hey, ich werde die Uhr tragen, ich werde sie rocken. Was soll ich denn jetzt im Falle von einer 2319 5 für eine perfekte auf den Tisch legen, wenn ich auch für vierstellig weniger eine 2319, die halt schon ein bisschen getragen ist, haben kann. Also ich finde das absolut valide und finde die Entscheidung auch nicht schlecht, sich für so eine Uhr zu entscheiden, aber das obliegt letztendlich ganz euch. Eine weitere Uhr, die auf jeden Fall hier erwähnt werden muss und auf die ich ebenso stolz bin, ich hatte es anfangs schon gesagt, ist eine Rolex. Und zwar, ihr wisst, ich mache immer mal wieder meine Datejust, gerade Vintage Datejust, auch mal eine GMT, ab und an sogar mal eine Sub und so, aber es kommt selten vor, dass ich eine Rolex finde, die mir persönlich so gut gefällt wie diese, die so nah an meinem Geschmack ist wie diese. Und zwar reden wir von einer Rolex aus einer Kollektion, die ihr alle kennt, und zwar der Cellini-Reihe aus den 80er Jahren. Und da war Rolex ja schon für bekannt, gerade innerhalb der Cellini-Reihe, sich so ein bisschen auszuprobieren, besondere Uhren einfach zu bauen. Und genau das haben sie hier gemacht. Wir haben eine Cellini in Weißgold, schon not bad, wie ich finde. Weißgold finde ich generell immer ein tolles Material. In dem Fall mit einem Sigma-Dial, bedeutet auch weißgoldenen Indizes und einem Borke-Finish an den Seiten. Dieses Borke-Finish kennen wir eigentlich immer von den Day-Dates, von den Bändern und den Lünetten. In dem Fall sind es quasi die Seiten dieser, ja, es ist keine Tankform, aber tankförmigen Uhr im weitesten Sinne irgendwie. Total flach, also ich möchte es jetzt nicht beschreiben, aber die wird irgendwie 7 mm oder sowas in der Höhe haben, also eine super, super flache Uhr und sogar noch mit einer Rolex Dornschließe, in dem Fall allerdings in Stahl, aber period korrekt, also schon aus der Zeit eine richtig, richtig schöne Stahl-Rolex Dornschließe noch dran. Tolles Band, tolle Uhr und ganz ehrlich, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, günstiger kommt man nicht an eine Vollgold Rolex Herrenuhr. Ich glaube, das ist wirklich so.
So, und jetzt habe ich natürlich auch noch einige Uhren, die momentan schon sehr dem Zeitgeist entsprechen dabei. Viele von euch werden es mitbekommen haben. Es fühlt sich so an, als sei es irgendwie das Jahr von Piaget. Ich habe es schon mal angesprochen, es wird übrigens auch in den nächsten Tagen oder Wochen ein Video zu der Marke und zu den Uhren geben. Ich bin nicht der Meinung und ich gehe da auch nicht mit, dass man sagt, ah ja, hier Piaget ist das neue Cartier. Das lässt sich nicht vergleichen. Also ob der Produktionszahlen, ob der Relevanz der Designs, ob dem horologischen Erbe, die Marken lassen sich nur sehr schwer miteinander vergleichen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, die Leute sind die gleichen. Das muss man schon so sagen. Also die Leute, die bei mir Cartiers kaufen, sind exakt die Leute, die bei mir auch eine Piaget kaufen. Und entsprechend freue ich mich, dass der Markt jetzt endlich da ist für die Uhren und ich mitziehen und einige präsentieren kann. Hier vorne haben wir direkt eine ganz, ganz besondere Uhr. Übrigens die einzige Uhr neben der Desor, die hier auf dem Tisch liegt, die schon verkauft ist. Auch da wieder ein Pre-Drop-Verkauf. Und zwar haben wir eine Tiger Eye-Variante. Tiger Eye, ein Stein, der vielen Leuten nicht gefällt, mir umso besser. Und die Möglichkeit bietet, noch richtig gute Deals zu machen. Wir haben ein Clou de Paris Gehäuse, also mit diesen kleinen Hobnails im Gehäuse und eben das perfekte Uncracked Tiger Eye Dial. Das ist schon was ganz Besonderes. Also diese Stone Dials, da muss man echt immer sehr aufpassen. Da kommen wir gleich noch zu einer dieser Geschichten. Die kriegen sehr schnell Brüche oder Risse. Das macht die Uhr nicht kaputt, aber es mindert schon die Ästhetik. Und das haben wir in dem Fall gar nicht. Wir haben sogar noch das originale Band von Auslieferung aus, in so einem, also es ist ein Eidechsenlederband, in so einem schönen braunen Sandton, der diesen Tiger Eye Dial natürlich harmoniert, und auch da eine originale vollgoldene Piaget Dornschließer. Daneben dann muss man ja auch manchmal so offen und ehrlich kommunizieren, das Negativbeispiel für ein Stone Dial. Wir haben ein Jadeblatt, genauer gesagt scheinbar Mosicit. Ich kenne mich jetzt mit diesen Stone Dials auch nicht so mega gut aus. Es scheint aber wie gesagt ein Mosicit Dial zu sein. Das ist eine Variante des Jadesteins und wurde als solche auch von Piaget verbaut. Wir haben auch da eine Uhr mit diesem wunderschönen Clou de Paris Gehäuse. Das heißt, diesen kleinen Hobnails an der Seite, in dem Fall eine runde Uhr mit Jadeblatt, aber sie hat einen Crack. So, jetzt kann man davon halten, was man will. Ich bin der festen Überzeugung, es macht die Uhr nicht kaputt, es macht die Uhr auch nicht wertlos. Es ist trotzdem noch eine wunderschöne Uhr. Aber, und da sind wir wieder genau bei dem Thema wie bei der 2319, es ist einfach wichtig, dass, und das sollte jeder seriöse Händler machen, dass das erwähnt und dann im Preis berücksichtigt wird. Und dann kann man bei dieser Uhr momentan wirklich einen mega guten Deal machen. Man muss dazu sagen, sie ist doch recht klein, sie hat etwa 29 mm. Die kann man als Herr problemlos tragen, das habe ich viel gemacht, 14er Band, das geht. Man muss aber sagen, es ist schon eine kleine Uhr und ich würde die tatsächlich, und ihr wisst, wie gerne ich auch kleinere Uhren trage, ich würde diese Uhr trotzdem nur Leuten empfehlen, die entweder bereit sind, sich darauf einzulassen oder die kleinere Handgelenke haben, natürlich entsprechend auch den Damen unter euch. Daneben das genaue Gegenstück, eine Jumbo-Uhr, möchte ich fast schon sagen. Einige von euch kennen sie von Instagram. Ich habe die schon vor Monaten gekauft, aber mich irgendwie nie dazu durchringen können, sie zu verkaufen, weil sie mir so gut gefallen hat. Und zwar eine Movado Zenith. Eine Movado Zenith, viele wissen es gar nicht, die hatten mal eine Kooperation. Und in dem Fall haben wir eine Movado Zenith in so einem rechteckigen Gehäuse. Ich tue mich ganz schwer, das euch zu beschreiben. Also es ist garantiert kein Tankgehäuse, aber es geht am ehesten noch in die Richtung mit einem Lapis-Ziffernblatt. Und zwar einem richtig schönen tiefblauen Lapis mit einigen Sprinkles, also diese schönen Farbelemente in Lapis, die den Stein immer so scheinen lassen. Wir haben, wie gesagt, ein massiv Goldgehäuse und wir haben was ganz Besonderes, was meiner Meinung nach die Uhr fast noch besser macht und ehrlich gesagt fast schöner ist als die Uhr. Wir haben eine Schmuckdornschließe mit eben Schmuckverdeckung, die nicht von Movado Zenith gemacht wurde, sondern offensichtlich von einem Goldschmied für einen Kunden, der das damals auf Wunsch hat anfertigen lassen. Aber das ist schon was ganz Besonderes. Es zeigt, wie viel Gedanken damals in die Uhr gegangen sind. Und dann haben wir eben auf dieser schönen Abdeckung von der Dornschließe noch so einen kleinen Cabochon, wie wir ihn aus den Kronen von Cartiers kennen und wie er auch hier auf der Krone von der Movado ist. Das ist schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Und ich glaube, ihr könnt verstehen, warum ich mich so lange dagegen gesträubt habe, diese Uhr zu verkaufen. Aber es fühlt sich so an, als sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Deswegen trenne ich mich jetzt von der Uhr. Besonders ist sie nichtsdestotrotz und es ist mir sehr wichtig, dass sie ein gutes neues Zuhause findet. Ist übrigens Kategorie Uhr, wo ich sage,
Ich will da auch wahrscheinlich zu viel für, muss man ja auch der Transparenz halber mal erwähnen. Also der Preis, den ich da dran schreibe, der ist vielleicht auch gar nicht der, den die Uhr objektiv wert ist, aber viele von euch, gerade als Sammler kennt man das. Es gibt einfach Uhren, die will man nicht verkaufen, außer man hat so eine Summe vor Augen, wo man sagt, hey, das wäre der Preis, für den ich sie abgeben würde. Ganz ehrlich, an der Stelle Transparenzhinweis, ich freue mich ja auch, wenn ich die Uhr noch ein bisschen tragen kann, aber ja, so ist das. Machen wir weiter mit weiteren Highlights, mit 3 weiteren Highlights, die ich ja eigentlich alle einzeln in einem Video behandeln müsste, aber ich führe sie jetzt mal hier in diesem großen Video auf. Und zwar, ihr habt euch sicherlich schon gewundert, warum ich das so selten sage, Uhren aus der Louis Cartier Collection. So, jetzt ist es gesagt, auch die darf natürlich nicht fehlen und ich habe nicht irgendwelche, sondern meiner Meinung nach einige der beliebtesten, der schönsten und der besondersten Uhren aus der Louis Cartier Collection für euch auftreiben können. Die erste ist eine Uhr, die ihr schon aus dem letzten Drop kennt. Wir reden von der Fabergé oder auch Square Incurvé. Auch hier wieder das GM, also Grand Modell. Und ja, ich konnte wieder eine auftreiben. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes, ob der geringen Produktionszahlen. Und für mich war klar, als ich angeboten bekommen habe, die muss ich kaufen. Also da kannte ich auch keinen Wenn und Aber. Es ist mir auch egal, ob ich jetzt 2 in Stock habe. Ich brauchte diese Uhr. Es ist einfach nochmal eine GM Square Incurvé bzw. eben Fabergé wieder mit Peristyle, wieder in Top-Condition zu finden, wieder mit Faltschließe. Das war einfach so eine, ja, das hat einfach gepasst. Das hat einfach gepasst und ich habe gesagt, das muss ich jetzt machen. Habe mich entsprechend dafür entschieden, die Uhr zu kaufen und euch jetzt wieder eine anbieten zu können. Ich bin ganz, ganz stolz darauf. Ich meine, viele Leute haben die Uhr noch nie gesehen und ich konnte jetzt innerhalb von 2 Drops, 2 Monaten in dem Fall, der letzte Drop war ja im Januar, euch 2 anbieten. Das ist schon was ganz Besonderes. Da bin ich riesig stolz drauf. Dann, bevor wir vielleicht zu dem Highlight aus dem Drop kommen, noch eine Uhr aus der Louis Cartier Kollektion, die vielen von euch überhaupt kein Begriff sein dürfte, und zwar der Chambord. Das ist eine, wie nennt man das? Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus der Trianon und der Dumont. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich hinkommt und ich finde, man sollte das auch gar nicht so vergleichen, aber so beschreibt man das am ehesten. Wir haben ein, ja, nicht rechteckiges, sondern rechteckig abgerundetes Gehäuse mit abgerundeten Hörnern. Wir haben auch hier einen Untouched Peristyle, also perfektes Peristyle. Gehäuse würde ich unterstellen, ist ebenso unpoliert und einfach wirklich eine richtig, richtig schöne Uhr. Gebläute Zeiger, Cabochon in der Krone, wie sich's gehört. Und auch hier FPG 21 Kaliber. Ich meine, wir haben eine Ultra Thin Yellow Gold, Vollgold Cartier mit Peristyle und weil dieses Modell eben noch ein bisschen in der Versenkung ist, ähnlich wie die Trianon, über die ich ja immer rede, kannst du hier halt noch einen echten Schnapper machen. Also die verglichen mit einer Dumont Extra Platt, da reden wir halt von irgendwie 1:2 preislich fast. Das muss man sich mal überlegen. Und ich war ganz erstaunt, als ich die gepostet habe, kamen auch sofort ganz, ganz viele Leute und haben gefragt, hey, wie sieht's aus? Es kamen direkte Anfragen. Das ist gar nicht so oft passiert und da bin ich echt stolz, euch die präsentieren zu dürfen. Aber ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, kommen wir vielleicht zu dem Highlight aus dem Drop. Jetzt ist es natürlich immer schwer zu sagen, was ist jetzt die besonderste Uhr. Mit der Dessor ist natürlich schon, hat schon was sehr, sehr Besonderes Einzug gehalten und wahrscheinlich muss man sagen, objektiv ist es auch diese Dessor. Aber von den verfügbaren Uhren ist es ganz klar, meiner subjektiven Meinung nach auch die ich hier vor mir liegen habe, und zwar eine Cartier Tank Normal. Letztes Jahr war ja das Jahr der Normal, ihr wisst es vielleicht, 23 wurde sie neu aufgelegt innerhalb der Collection Privé von Cartier in super geringer Stückzahl, ich glaube 150 Stück pro Material, so in etwa wird es gewesen sein, es gab Platin und Gelbgold. Wir haben eine Louis Cartier 73, 74, 75 onwards, Cartier Tank Normal mit Peristyle in wunderschönem Zustand. Die Uhr ist getragen worden, keine Frage. Also die Uhr, gerade bei Gold, weiches Material, die Uhr hat Tragespuren, die Uhr ist nicht mehr perfekt, die Kanten sind leicht abgerundet, trotzdem sieht man noch schön die Bevels, aber sie sind leicht abgerundet, aber es ist einfach eine ehrliche Uhr. Wir haben dieses Peristyle, was auch schön verfärbt ist, aber jetzt nicht, die Leute kriegen ja immer so eine Panik und oh Gott, verfärbt, das ist es nicht, sondern wir haben einfach so einen Ton ins Creamy rein, also man würde wahrscheinlich sagen Eggshell, also es ist kein klassisches Weiß mehr, sondern so Eggshell, passt zu dem Gold, aber wahnsinnig gut. Dann habe ich ein tolles Band von Torres Straps, ein Pigskin dran gemacht, kann natürlich auf Wunsch getauscht werden gegen jedes Band eurer Wahl. Ich finde, es passt super und das ist schon eine ganz, ganz besondere Uhr. Gerade nach dem oder nach den Wellen, die die Normal letztes Jahr geschlagen hat, bin ich ganz, ganz stolz, euch hier eine präsentieren zu können.
Wir haben eine Mark II, da gab es neulich von Cartier Chronicles auf Insta einen ganz schönen Artikel über die verschiedenen Mark, also die verschiedenen Generationen der Normal. Wusste selbst ich vorher ehrlich gesagt nicht. Ich wusste, dass es verschiedene Varianten gibt, aber ich hätte das niemals so klar aufzeichnen können. Also Ehre, wem Ehre gebührt an der Stelle. Und nur anhand dieses Artikels konnte ich auch rausfinden, dass wir hier eine Normal Mark II, also der zweiten Generation haben, also auch noch eine sehr, sehr frühe. Das muss man sich mal überlegen. Also die wurde doch recht früh gebaut, auch wenn es die Mark II ist. Da gab es wenige Stückzahlen innerhalb dieser Generation, bis dann die neueren Generationen 3 und 4 kamen. Also wirklich eine ganz, ganz besondere Uhr, die auch ob ihrer frühen Generation, finde ich, noch einen stärkeren Vintage-Charme versprüht als viele andere Uhren aus der Louis Cartier-Kollektion. Man muss nämlich schon sagen, Louis Cartier-Kollektion ab 73, das ist ja schon, Gott, jetzt sage ich, das ist eine neue Uhr, das ist es natürlich nicht, das ist 50 Jahre alt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass in den 70ern schon einige Dinge losgetreten wurden, die die Aussage rechtfertigen können, dass Uhren aus den 70ern schon näher an modernen Uhren sind als zum Beispiel Uhren aus den späten 60ern oder Mitte der 60er oder natürlich erst recht 30er, 40er, 50er Jahre. Und ich finde, dass gerade die ersten Generationen der Louis Cartier Sachen, wie hier die Normal Mark II, noch viel mehr diesen Vintage-Charakter versprüht, als das jetzt zum Beispiel die Riviera tut. Ich meine, das wird auch eine jüngere Uhr sein, aber die Riviera, die wirkt, finde ich, schon fast modern. Also wenn diese Uhr, gut, auch ob ihres perfekten Zustands natürlich, jetzt bei Cartier in einem Schaufenster läge, würde ich sagen, ja, valides Modell, was Cartier aktuell verkauft. Das ist bei der Normal nicht so und das finde ich gerade als Vintage-Liebhaber schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch aber mal wirklich ausführlich die ganzen Uhren präsentiert. Ich fand aber, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht, dass es diesmal auch wirklich verdient war. Also ich finde, dass jede einzelne Uhr, die hier liegt, ihre Einführung, ihre Geschichte und auch ihre Beschreibung so verdient. Ich sage das ja immer mal wieder, aber ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin sehr, sehr stolz, das alles hier kuratiert haben zu dürfen. Vieles davon wäre ohne euch nicht möglich und ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass ihr, ob durch einen Klick, durch ein Like oder natürlich am ehesten noch durch einen Kauf, das muss man ja schon so sagen, mich dabei unterstützt, von Drop zu Drop jedes Mal neue, vielleicht sogar besondere Highlights finden zu dürfen und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das Jahr 24. Kleiner Hinweis nochmal, es ist wichtig zu erwähnen, dass das nicht alle Uhren sein werden, sondern dass sich vermutlich noch mindestens 2, möglicherweise 3 oder 4 plus das, was halt vielleicht noch so auf mich zukommt, nicht, sich noch in den Drop reinstehlen könnte. Das heißt, es lohnt sich trotzdem, obwohl ihr das Video gesehen habt, obwohl ihr so lange dran geblieben seid, es lohnt sich trotzdem noch meinen Shop zu gucken und zu schauen, ob sich da nicht vielleicht noch ein paar andere tolle Uhren, unter anderem möglicherweise auch mindestens 2 Piagets rein verirrt haben. Ansonsten möchte ich euch nochmal fürs Zusehen bedanken. Möchte ich mich nochmal bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich weiß, dass es jetzt ein ganz schön langes Video geworden ist, aber ich glaube, alle diese Uhren sind doch schon was sehr, sehr Spannendes. Und ja, ich bin stolz, euch die präsentiert haben zu dürfen. Vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao!